oft ist es so, dass wir, wenn wir gerade nicht so gute Erfahrungen in unserer Familie gemacht haben oder wissen, dass solche Erfahrungen in der Ahnenlinie existieren, dann ist es herausfordernd, nicht ins Urteil zu kommen, die Eltern zu verurteilen oder die Großeltern, sondern dass wir lernen, ein eine Akzeptanz zu entwickeln für ihren Lebensweg. Also, manchmal ist Vergebung vielleicht etwas viel, aber man kann immer akzeptieren, dass jeder seinen Weg gehen musste und dass jeder sein Päckchen zu tragen hatte. Also, wir sind für eine gewisse Zeit auf der Erde und haben nicht so viel Zeit und genauso hatten unsere Ahnen und Eltern vielleicht nicht so viel Zeit und hätten auch gerne noch mehr erreicht, auch so im Hinblick auf ihre Entwicklung. Und dass man da ein Mitgefühl oder ein Verständnis bekommt für die Situation der Ahnen auch und was denen eigentlich möglich war. Also, wenn Vergebung nicht möglich ist, dann ist immer gut, in die Akzeptanz zu gehen, einfach zu akzeptieren: „Das war nicht toll, aber ich akzeptiere, dass die das für ihren Weg gebraucht haben.“ Das ist eigentlich genauso stark, oder? Wenn man das akzeptieren kann, auch wenn man es nicht gut findet, dann braucht man sich selber nicht verleugnen, aber man kann dann vielleicht in eine Haltung kommen wie: „Ich vergebe meinen Eltern“, und zwar in dem Sinne von: „Ich vergebe Liebe“, oder: „Ich liebe die einfach so“, oder: „Ich liebe meine Ahnen so, wie sie waren“, im Sinne von Akzeptanz. Nämlich, ich nehme meine Eltern und meine Ahnen so an, wie sie sind, mit all ihren guten und all ihren schlechten Seiten. Weil nur wenn man seine Eltern und Ahnen mit all ihren guten und schlechten Seiten vollkommen akzeptieren kann und somit auch lieben kann, kann man sich selber mit seinen eigenen guten und schlechten Seiten lieben. Weil sonst gibt's immer so einen Teil in einem selber, der einen selber verurteilt. Weil angenommen, ähm, Mutterliebe, oder? Angenommen, man macht seiner Mutter einen Vorwurf in irgendetwas. Unbewusst hat man das irgendwie dann mit Frauen abgespeichert. Und dann hat man erstmal gegen sich selber, gegen sein Frausein unbewusst einen Vorwurf. Und es fällt auch schwer, zum Beispiel Vertrauen zu anderen Frauen zu finden. Das speichert sich ins Unterbewusstsein ein. Und deswegen ist immer gut, wenn man merkt: „Oh, da ist ein Urteil über jemanden in meiner Familie“, also da besonders, oder? Weil da geht es uns ja besonders nahe, insbesondere bei den Eltern oder Großeltern oder wer einen aufgezogen hat, da immer direkt wieder zurück zu sich zu gehen, wenn man da ein Urteil verspürt, herauszufinden: „Was macht das mit mir und wie kann ich mich selber da mehr lieben oder wie kann ich mich selber auch akzeptieren damit?“ Und auch bei den Dingen, die man selber hat, sich mit seinen auch schlechten Seiten zu akzeptieren, weil wir sind auch nur Menschen und niemand schafft alles auf einmal. Und diese Fähigkeit, den anderen mit seinen guten und schlechten Seiten zu akzeptieren, das ist eigentlich die Voraussetzung, auch sich selbst mit seinen guten und schlechten Seiten zu akzeptieren und umgekehrt stärkt wieder das Mitgefühl für andere und auch die zu akzeptieren, also diese Liebe. Und darum geht's ja im Endeffekt, um diese Liebe. Und wir sind viel stärker, wenn wir uns selber lieben und diese alten Wunden einfach schließen, die vielleicht durch das Familienfeld da sind.